Ist die Fastenal-Aktie jetzt interessant für einen langfristigen Einstieg? Wir schauen uns heute mal die letzten Quartalsergebnisse an und bewerten dann fundamental und technisch, ob die Aktie im Moment interessant ist für einen langfristigen Einstieg. Ja, das Unternehmen wurde ja schon 1967 gegründet und man ist in der Branche Industriebedarf und Dienstleistungen tätig. Wenn man einfach mal hier so ein bisschen die Produkte durchschaut, dann stellt man fest, dass Fastenal wirklich extrem breit aufgestellt ist, also in sehr, sehr vielen speziellen Bereichen auch. Und man bietet wirklich eine breite Palette von Industrie- und Bauartikeln an, darunter natürlich Befestigungselemente, Werkzeuge, Sicherheitsprodukte und auch Lagereinrichtungen. Und das Unternehmen betreibt wirklich ein umfangreiches Netzwerk von Vertriebszentren und Filialen und ist wirklich ein sehr, sehr eingesessener Marktplayer in den USA vor allem. Und wir haben jetzt hier mal die letzten Quartalszahlen und hier sehen wir die Daily Sales Rate Growth. Also wir sehen, dass seit 2022 die Wachstumsraten doch sehr deutlich zurückgegangen sind. Also eigentlich sind wir seit Anfang 2023 wirklich stark auf der Bremse, was das Wachstum angeht. Und wir konnten jetzt hier im ersten Quartal 2024 die Daily Sales nur noch um 1,9% steigern. Und der CEO sagt halt eben dazu, dass das weiterhin eben das wirklich schlechte Consumer-Sentiment auch ist. Und natürlich, man sagt ja auch, dass das Wetter hier eine Rolle gespielt hat. Also man sieht hier immer noch deutliche Probleme, aber das Net Income konnte immerhin gleich gehalten werden. Ähm, Auch wenn man hier eine ganz kleine Margenkürzung hinnehmen musste. Grundsätzlich hat man hier auch schöne verschiedene Businessbereiche, nämlich einmal On-Sites, einmal FMI Technology, auch hier E-Commerce. Da sind die Umsätze pro Tag zum Beispiel extrem gestiegen, und zwar um 33,6%. Und auch Digital Footprint ist hier gut gewachsen. Generell sieht man aber hier, wenn man das mal anschaut, wenn man die drei Vergleiche von Heavy Manufacturing, All Other Manufacturing und All Other End Markets vergleicht, dann sehen wir, dass die zwei wichtigsten Bereiche seit 2022 mit den Wachstumsraten ebenfalls sehr stark zurückgegangen sind. Nur der Restbereich konnte sich da jetzt seit 2023, zweites Quartal, etwas lösen. Und wenn man sich hier nochmal ganz genau anschaut, in Blau Fasteners, in Grün Safety Supplies, also irgendwelche Sicherheitselemente, und Rot ist der Rest. Da sehen wir auch, dass vor allem Fasteners wirklich extrem am Wachstum eingebüßt haben und zuletzt sogar hier ins Minus gerutscht sind. Und es ist sehr wichtiges Business natürlich auch für Fastener, ist ja klar, mit 31,5% aller Sales, also macht schon wirklich was aus. Generell die Gross Profit Margin, die ist leicht gesunken um 0,2%, also wirklich nur ganz wenig dafür, dass man jetzt im Moment ja, so ein Customer Mix einfach hat, was eigentlich im Moment schwierig ist. Aber grundsätzlich sieht da die Gross Profit Margin noch immer gut aus. Und auch die Operating Income Margin, die ist jetzt nicht ganz so aussagekräftig, weil die einfach so zyklisch ist. Aber auch hier der Operating Cashflow, der war relativ gut, war zwar im Vergleich zum ersten Quartal 2023 etwas niedriger, aber durchaus im Vergleich mit den historischen Wachstumsraten völlig in Ordnung und sieht auf jeden Fall immer noch sehr, sehr gut aus. Die CapEx, die Capital Expenditures in Net, die sind leicht erhöht worden hier im Vergleich zum Q1 2023. Aber grundsätzlich ist es auch noch völlig im Rahmen, was man sich hier vorgeschrieben hat. Und was noch schön zu sehen ist eigentlich, dass das Inventar um 10% zurückgegangen ist, wenn man einfach die Lager so ein bisschen ausgeräumt hat. Also auf jeden Fall eigentlich auch gut zu sehen, dass jetzt die Lager so ein bisschen freigeräumt werden. Hier sieht man mal das End Market Profile für das ganze Jahr 2023 und wir sehen, dass Heavy Manufacturing mit 41% der wichtigste Markt ist. Ja, dann ist hier noch sowas wie mit Transporting und Warehousing mit drinnen, Government und Education und Reseller, dann noch ein paar andere Bereiche, All Other Manufacturing. Also man ist ja wirklich so extrem breit aufgestellt mit den ganzen kleinen Bauelementen, die man einfach auch
herstellt und hier im Petto hat. Wenn wir uns mal den Qualitätscheck hier im TraderFox anschauen, dann sehen wir, dass wir hier einen Score von 15 von 15 Punkten haben. Wir haben aber im Moment auch eine wirklich hohe Bewertung mit 31er KGV fürs Jahr 2023, haben eine Dividendenrendite von 2,23%, sehen aber auch, dass hier nach diesem Qualitätscheck wirklich das Wachstum der letzten 5 Jahre sehr stark war mit 8,15%, Earnings per Share noch höher mit 9%, auch wirklich eine gute Nettogewinnmarge, gerade für so ein Business mit 15,56%. Und die haben wirklich in den letzten Jahren ein stetiges Umsatzwachstum hier verzeichnen können. Natürlich unterstützt durch eine zunehmende Kundenbasis und eine Expansion. Die ganzen Produktangebote, die Fasten einfach macht. Wir sehen auch hier wirklich wunderschön, wie die Umsatz- und Gewinnentwicklung hier aussieht. Ja, grundsätzlich können wir uns hier dann noch den Dividendencheck anschauen. Auch hier sehen wir, dass wir einen Score von 15 von 15 Punkten haben. Ja, Fastenal zahlt eine regelmäßig und wachsende Dividende. Das ist auch für die Aktie, also was die Aktie auch für einkommensorientierte Anleger natürlich attraktiv macht. Und ja, also da sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Klar, in letzter Zeit sind jetzt hier die Dividendenrenditen gesunken, weil der Aktienkurs auch wirklich sehr stark gelaufen ist. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Man hat auch hier schon eine Dividendenkontinuität von 34 Jahren aufgebaut. Also das sieht auch sehr, sehr gut aus. Im Wachstumscheck haben wir eine Bewertung von 10 von 15 Punkten. Es gibt jetzt einen Abzug, weil eben der Umsatzwachstum nur noch ganz gering ist. Auch auf 2 Jahressicht reicht es nicht ganz für den Punkt. Und hier die Performance der letzten 3 Monate führt auch beim Trend hier zu einem Punktabzug. Aber das ist für mich gerade jetzt eben interessant, weil die Aktie jetzt gerade in eine Korrektur rutscht. Was wir bei der Robustheit sehen, das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Also wir haben hier auch eine sehr, sehr gute Mischung einfach drin, was die Scores angeht. Da haben wir wirklich 14 von 15 Punkten, also auch eine sehr, sehr schöne Bewertung hier von der Aktie. Ja, grundsätzlich sehen wir, dass hier nach diesem Bewertungsmodell die Aktie extrem auf Sicherheit und Qualität liegt. Also es ist ein wirklich sicherer und qualitätsreicher Dividendenwert. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wenn wir uns hier mal den Kurs zum Fair Value anschauen, dann sehen wir, dass wir im Moment genau auf dem Fair Value der Aktie tendieren. Das ist jetzt Fair Value zum Umsatz. Wir können ja auch mal den Fair Value zum Gewinn heranziehen, aber da sehen wir genau das Gleiche. Da sind wir sogar im Moment leicht unterbewertet laut diesem Modell. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen die Aufteilung. Fastener, also so Zugeräte und sowas, Sicherheitselemente, Janitor Supplies, irgendwelche anderen handwerklichen Geräte, auch sowas wie Hydraulik ist hier mit drinnen und Pumpen, Schneidmaterialien, irgendwelche elektrischen Gegenstände, auch was zum Schweißen, also wirklich interessant. Und das mal so da zum Sankey als Analyse. Und ja, hier nochmal wunderschön der operative Gewinn, das EBIT und der Umsatz wirklich stark gestiegen. Wenn wir uns hier den Piotrowski F-Score anschauen, dann kommen wir mit einer sehr, sehr starken Bewertung raus von 8 von 9 Punkten. Und das Einzige, was hier einen Punktabzug gibt, ist die Preissetzung macht. Dass die nicht steigt, haben wir auch gesehen, dass die leicht rückläufig ist. Aber das würde ich sagen, kann man verkraften. Ist meiner Meinung nach jetzt auch eher ein kurzfristiges Phänomen. Deswegen hätte man ja auch fast 9 von 9 Punkten verdient. Wir schauen uns jetzt mal hier die langfristige Performance von Fastenal an. Die war wirklich herausragend. Also die Aktie ist wirklich extrem stark gelaufen über die letzten Jahre. Ich habe immer so einen kleinen Trendkanal eingezeichnet. Wir befinden uns da so ziemlich gerade in der Mitte drinnen. Sehen auch, dass wir die Korrektur nach Corona im Jahr 2022 eigentlich nur relativ kurz mitgemacht haben. Also wirklich sehr, sehr schön, wie man das hier sieht, wie die Aktie hier auch an Fahrt gewonnen hat. Eigentlich dann doch relativ komisch, weil man ja dann auch festgestellt hat, dass jetzt im 2023 das Wachstum sich deutlich abgeschwächt hat. Aber die Aktie hat das ganz anders gesehen. Also die Aktie ist dann nochmal sehr stark angestiegen. Und jetzt setzt anscheinend hier so ein bisschen die Erkenntnis ein, oh, das Wachstum scheint ja doch nicht weiterzugehen. Und jetzt wird es aber dann wieder interessant für einen langfristigen Einstieg. Und zwar meiner Meinung nach, wenn wir hier noch ein bisschen runter korrigieren in diesen grünen Bereich, dann könnte sich wirklich hier ein Einstieg für langfristig orientierte Anleger lohnen. Also ich habe jetzt hier mal dieses monatsbasierte Fibonacci Retracement angelegt und da sehen wir, dass wir eben genau auf dieser grünen Linie herauskommen in dem grünen Bereich.
und haben hier natürlich auch ein hohes Volumen. Das wird dann noch weiter unten noch mehr, aber befinden uns wirklich schon hier auf Höhe einer wirklich sehr, sehr guten Unterstützungszone. Grundsätzlich würde sich das erste Kaufsignal hier über 66 US-Dollar liefern, aber da würde ich tatsächlich dann auch eher mal abwarten noch und hoffen, dass die Aktie noch weiter korrigiert, weil die wirklich guten Chancen, die werden sich hier unten erst um die 55 US-Dollar ergeben. Aber grundsätzlich wäre der Tagestrend hier oben gebrochen, also könnte man auch hier theoretisch einsteigen. Also langfristig die Performance wirklich extrem stark hier von Fastenal. Wenn wir drauf gucken, haben wir im Moment eine Dividenden-Yield von 2,48%, also wirklich auch stark, eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar und habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ein KGV von 31, was natürlich doch schon sehr happig ist für ein Unternehmen, was im Moment wirklich nur noch sehr, sehr schwach wächst. Aber das ist eigentlich auch historisch im Vergleich eine normale Bewertung für das Unternehmen. Und wir sehen, dass die Netmargen hier beim Growth and Profitability über die letzten Jahre immer weiter ausgebaut wurden. Also sieht sehr, sehr schön auch aus. Das Net Income und der Umsatz ist mit angestiegen. Hier sieht man so ein bisschen die Segmentverteilung nochmal und da ist Fasten das Wichtigste. Der Hauptabsatzmarkt ist die United States mit 83%. Danach kommt Kanada und Mexiko. Ja, Dividende sehr schön hier gesteigert. Man hat aber eine relativ hohe Ausschüttungsquote von mindestens 50% des Free Cashflows. Hier sehen wir eine Payout Ratio von gerade 70%, also schon relativ ja, am oberen Ende. Also ganz so viel Luft dann für Erhöhungen ist da im Moment jetzt nicht. Was die Verschuldung zum Free Cashflow angeht, sieht es aber wirklich sehr, sehr gut aus. Also man könnte hier innerhalb eines halben Jahres seine kompletten Schulden tilgen. Also vom Balance Sheet her wirklich sehr, sehr gute Financial Health. Gefällt mir absolut gut. Wenn man mal den Free Cashflow und die Cash from Operating Activities anschaut, sehen wir doch, dass das Unternehmen etwas zyklisch ist. Man hier vor allem auch natürlich durch diesen Do-it-yourself-Hype ein bisschen profitieren konnte. In Corona ist ja völlig klar und das ist natürlich auch ein Risiko der Aktie, dass eben ja, man sehr, sehr stark von den wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig ist und ja, das Wettbewerbsumfeld auch für die Lieferketten ja entscheidend ist. Also das sieht man auch hier so ein bisschen in den Cashflows, aber grundsätzlich, wenn man das hier anschaut, Net Debt to Free Cashflow, also da ist gerade mal ein Drittel macht die Schuldenlast aus. Also man könnte mit einem Drittel des jährlichen Free Cashflows die kompletten Schulden abbauen und auch hier nochmal das Umsatzwachstum aufgeschlüsselt. Also von 2022 auf 2023 um 5% ein Umsatzwachstum gesteigert. Jetzt, wenn wir das Time to Market anschauen, nicht mehr besonders hohes Umsatzwachstum. Auch das EBITDA, also über die letzten Jahre wirklich stark gewachsen. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Wenn man hier auf die Aktienanzahl, die ausstehend ist, schauen, dann sehen wir, dass die sehr, sehr unkontinuierlich ist. Also hier wurden teilweise mal Aktienanzahlen erhöht, hier 2017 auf 18, dann nochmal deutlich stärker auf 19, dann wurden sie aber wieder leicht reduziert ab 2021 und jetzt von 2022 auf 2023 wurde sie wieder erhöht. Also da jetzt wirklich keine wirkliche Stetigkeit irgendwie zu sehen. Grundsätzlich hier die Price-to-Cashflow-Ratio, die ist sogar historisch ja, relativ normal, würde ich sagen. Also wirklich genau im Mittelwert im Moment. Also auch in einem akzeptablen Rahmen. Ist eben ein fair bewertetes Unternehmen, würde ich sagen, im Moment, wenn wir da noch ein bisschen korrigieren. Die EBITDA-Margen und Netmargen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, die konnten hier immer weiter gesteigert werden. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Trend. Man schafft es hier einfach immer besser, die Kosten zu kontrollieren und das Business eben auf Profitabilität zu trimmen. Hier sieht man nochmal wunderschön die Payout Ratios und den Dividenden Yield und auch hier sehen wir so zwischen 50 und 70% Payout Ratio, also schon sehr hoch. Und wenn wir hier mal den Ausblick anschauen, sehen wir, dass wir im Jahr 2024 bei den Earnings per Share ein leichtes Wachstum nur noch verzeichnen, aber ab 2025 soll das Wachstum dann doch wieder sehr, sehr stark werden, was die Earnings per Share hier angeht. Und beim Umsatz sehen wir ein sehr, sehr ähnliches Bild. Also auch hier im Moment dieses Jahr wird da eher nicht mehr die großen Sprünge erwartet. Also grundsätzlich für mich das Unternehmen absolut langfristig interessant, aber wirklich nur, wenn wir hier noch ein Stück runter korrigieren und wir praktisch hier diese hübsche Trend, ja, Struktur und Symmetrie
beibehalten, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiger Qualitätstitel aus den USA und der wirklich auch sehr, sehr breit diversifiziert ist. Und deswegen würde es mich interessieren, was haltet ihr davon der Aktie? Würde die vielleicht auch in euer Depot passen? Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.